Die 10 Tage in Tokio waren wirklich beeindruckend. Auch wenn ich 2008 schon einmal 4 Wochen in dieser Megametropole verbracht habe, war es wieder einmal faszinierend, in den unvergleichbaren Trubel einzutauchen. Wenn ich ehrlich bin, mag ich die volltouristischen Ecken und die bekannten Sightseeing-Spots gar nicht so sehr, weil da viel zu viele Menschen sind. Selbst an Orten, die früher noch still und beschaulich waren, ist jetzt viel mehr los. Deshalb zieht es mich eher an die ruhigeren Orte in der Millionenmetropole. Und an Orte, an denen man einfach die Aussicht genießen kann. Und so schön die Kirschblüte in der Stadt ist, so viel schöner ist die blühende Natur auf dem Land. Dort ist es schon fast paradiesisch schön. Und weil ich 2008 bei meiner Studienreise nur Tokio, Yokohama, Kamakura, Enoshima, Odawara und Izu sehen durfte, wollte ich dieses Mal etwas mehr von Japan sehen. Die Koffer waren gepackt. Es ging in die Region Nara, Kyoto, Osaka. Und bevor wir hier gleich losfliegen, wollte ich euch einfach mal ein paar niedliche Details zeigen. Dieser Aufkleber am Aufzug warnt davor, dass man sich nicht die Finger an der Tür einklemmen soll. Geht man aufs Klo, gibt's zwar nur einlagiges Papier, aber immerhin fragt ein Männchen, ob man auch ja nichts vergessen hat. Zum Beispiel das Kind im Kindersitz. Solche Sitze hatte ich auch in Shinjuku schon gesehen. Und dann gibt's da noch diesen süßen futuristischen Kerl. Er ist dafür da, Touristen wichtige Einreiseinformationen und Gepäckinformationen vor dem Check-in zu geben. Der Check-in ging schnell. Wir warteten eine Weile auf unseren Flug. Dann ging's los. Wir hatten echt überlegt, wie wir von Tokio nach Nara kommen. Eine Busfahrt dauert ungefähr 8 Stunden, kostet ca. 25 bis 40 Euro, findet aber irgendwie grundsätzlich nur nachts statt, mit Kind nicht wirklich eine Option. Davon es könnte Osaka sein. Mit dem Shinkansen wären wir in 4 Stunden da gewesen, kostet aber zwischen 100 und 300 Euro pro Person. Der Flug von Tokio Haneda nach Osaka Itami dauerte mit Check-in und direkter Anfahrt zum Apartment immerhin 4 Stunden, kostete aber nur 80 Euro pro Person. Wir kamen erst im Dunkeln an. Und da waren die 1,5 Stunden Busfahrt von Osaka bis zu unserem Apartment in Nara schon mit eingerechnet. Wir hatten extra ein Apartment in Nara gebucht, weil es günstiger war als in Kyoto und Mann, war das geräumig. Neben Kinderbett, etlichen Futons zur Aufbettung und 2 großen King-Size-Betten hatte das Apartment auch ein modernes Bad mit Wanne und eine abgetrennte Toilette. Es gab eine Waschmaschine und ein separates Waschbecken. In der Küche gab es sogar Möglichkeiten zur Mülltrennung. Und hier hinten ist ein Kühlschrank und eine Mikrowelle und ein Reiskocher. Das ist ja unten ein Gefrierschrank, sogar ein Gasherd. Dann werde ich mal, hier unten sind Tellertassen, alles drin. Hier sind Gläser, hier sind Tassen, Gläser, alles da für 4 Personen. Handtücher sind da. Wasserkocher ist da. Und hier ist noch ein Balkon, den zeige ich euch morgen. Das ist unser Ausblick auf das nächtliche Nara. Und dort hinten sieht es aus, als gäbe es ein leckeres Restaurant. Wir hatten ganz schön Hunger nach der langen Reise. Direkt an der Kreuzung fanden wir einen Udon-Laden mit leckeren Nudelsuppen, Beilagen und Curry. Und dank der 24-Stunden-Kombini konnten wir uns danach noch mit Getränken eindecken und mit allerhand Futter für den nächsten Tag. Also, um das nochmal klarzustellen, wir haben hier eine komplette Wohnung nur für uns. Und wir haben mehrere Zimmer und das ist für Familien mit Kindern ein Segen. Ihr wisst, was ich meine. Die Aussicht, naja. Aber immerhin keine Hauswand. Hier geht's raus. Wärmeisolation nicht vorhanden. Es ist hier vorn recht eng, wird aber hinten breiter. Reicht zum Wäscheaufhängen und wenn man da hinten sitzt, dann kann man auch die Aussicht auf die Berge genießen. Das ist unsere Waschmaschine, die werden wir in den nächsten Tagen noch häufiger nutzen. Das hier ist übrigens die Aussicht, wenn wir auf der anderen Seite aus der Apartmenttür treten. Nice. Wir haben den 7-Eleven praktisch vor der Haustür. Richtig schön bepflanzte und gepflegte Fußwege gibt's auch. Und in 5 Minuten sind wir am nächsten Bahnhof. Direkt am Ausgang des Bahnhofs gibt's ein Touristenzentrum. Die sprechen dort auch Englisch. Ich bekam kostenlose Informationen zu den Highlights des Stadtviertels und eine kostenlose Stadtkarte. Und auf dem Weg zum ersten Highlight konnten wir schon die berühmten Rehe im Park sehen, die hier überall frei rumlaufen. Es werden Rehkekse für die Rehe verkauft und gleichzeitig wird darum gebeten, den Rehen kein Menschenessen zu verfüttern. Und das da hinten ist das Government Building und der Eintritt dort oben auf die Plattform ist frei, das heißt, wir werden jetzt erstmal die Aussicht genießen.
Der Pförtner zeigte uns den Weg zum Fahrstuhl. Das ist richtig sumpfig hier. Und hier oben blühte nicht nur das einjährige Lippenmäulchen, weil der Boden richtig sumpfig war, sondern die Aussicht ist auch richtig klasse. So süß. Ich finde es gut, dass er sich dafür angeboten hat, sonst hätte ich das machen müssen. Von hier aus kann man eine ganze Menge Wahrzeichen der Stadt sehen. Die Stadt Nara hat ungefähr 375.000 Einwohner und ist doch recht übersichtlich. Aber hier in einem Talkessel drin, wie ihr sehen könnt, wir sind hier auf dem Government Building. Der Eintritt auf diese Aussichtsplattform ist kostenfrei und von hier aus kann man fast die ganze Stadt sehen und natürlich die ganzen Berge da hinten. Richtig schöner Ort. Absolute Empfehlung von mir, falls ihr mal hier seid. Nara ist als alte Kaiserstadt vor allem für seine enorm großen schlüssellochförmigen Gräber bekannt. Die meisten der großen Tempelanlagen stammen einfach aus dem 8. Jahrhundert. Nara war nämlich bis 784 Hauptstadt Japans. Dann wurde die Hauptstadt nach Kyoto verlegt und viele der alten Tempel sind jetzt Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Dazu zählt auch der Kofuku-Tempel, den wir gleich als erstes anschauen wollten, und der Kasuga-Taisha-Schrein, den wir am nächsten Tag besichtigen wollten. Doch erstmal chillten wir hier in der warmen Sonne auf dem Dach. Okay, dann gehen wir an der Steinmauer lang und gucken nach dem Hasen. Heute war Ostersonntag und natürlich hatte ich ein paar Schoko-Osterhasen ins Gepäck geschmuggelt und hatte sie heimlich hier oben versteckt. Dann durfte mein Sohn suchen. Siehst du einen Hasen? Er freute sich riesig. Ja, ein Hasen? Ja, da hast du einen Hasen gefunden. Wir trafen noch einen Japaner, der in Heidelberg studiert hatte, und unterhielten uns eine Weile, und dann begannen wir unsere Tempelbesichtigung. Der Kofuku-ji ist einer der ältesten buddhistischen Tempel Japans. Die 5-stöckige Pagode hier ist mit über 50 Metern Höhe die zweitgrößte Pagode in Japan. Daneben steht die östliche Goldene Halle, erbaut im Jahr 726 auf Befehl von Kaiser Shomu. Die Gründung der Tempelanlage selbst war zwar schon im 7. Jahrhundert, aber um 710 rum wurde der Tempel hierher verlegt. Die zentrale Goldene Halle entstand ab 710 und wurde insgesamt 6 Mal niedergebrannt, zuletzt 1717. Im Herbst 2018 wurde die Neuerrichtung feierlich beendet. Sie entspricht exakt dem damaligen Bau aus dem 8. Jahrhundert. Im Genpei-Krieg wurde er im Jahr 1180 einmal komplett zerstört und durch die Fujiwara-Familie wieder aufgebaut. Über die Jahrhunderte war er immer wieder an diversen kriegerischen Auseinandersetzungen beteiligt. Doch in der Meiji-Zeit ab 1868 wurde der Shintoismus zur Staatsreligion erklärt und der buddhistische Tempel wurde schwer vernachlässigt. Erst viel später erhielt der Tempel die Erlaubnis als religiöse Institution zurück und konnte nur unter vielen Mühen gerettet werden. Hier sind sogar noch ein paar Kirschblüten zu sehen, weil es hier deutlich kühler ist als in Tokio. Aber warum steht ein Reh auf der Straße? In den weitläufigen Tempelgärten leben über 1000 Sika-Hirsche. In früheren Zeiten galten sie als heilig, weil laut der Legende die Götter auf ihnen reiten und deshalb durften sie nicht bejagt werden. Kannst du ruhig streicheln. Die lassen sich streicheln. Heute regulieren sie irgendwie ihren Bestand in der Stadt selbstständig und leben in den angrenzenden Wäldern. Falls euch das Video bis hierher schon gut gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen hoch oder auch ein kostenloses Abo da. Das würde mir wahnsinnig helfen und ihr verpasst keines der nächsten Japan-Videos, wenn ihr die Glocke aktiviert. Vielen Dank schon mal fürs Zuschauen und viel Spaß mit dem weiteren Video. Es mag possierlich scheinen, wenn eine kleine Gruppe von Rehen scheinbar unbeeindruckt von Menschen im Wald steht, aber es ist was ganz anderes, wenn eine ganze Herde plötzlich auf einen zurennt. Und wieso gehen die alle in eine Richtung? Da kommt die nächste Gruppe. Da vorne. Da hinten dann die. Ja, die kommen alle hier. Und da aber alle. Und hier hinten kommen noch mehr. Das nicht hinterherkommt. Nee, schade. Das ist nicht allein. Klein. Das letzte, das dritte. Ja. Wir liefen dann hinunter zum Ukimido Gazebo und zurück zur Bahnstation.
Dabei kamen wir nicht nur an zahlreichen Rehen, sondern auch an unglaublich alten Bäumen vorbei. Ach, das wäre schön, wenn wir in Deutschland Bäumen auch so eine Chance zum Wachsen geben könnten. Bei einem beeindruckenden Sonnenuntergang erreichten wir den Bahnhof und beschlossen, noch was essen zu gehen. Wir fanden schließlich das wohl beste Restaurant unserer gesamten Reise. Alles sah nach den amerikanischen 50ern aus, aber der Mann sprach kein Wort Englisch, nur Japanisch. Doch seine Kushikatsu waren legendär. Hier würden wir definitiv noch einmal essen. Den Abend ließ ich dann bei einem heißen Bad in der Wanne ausklingen.